Hallo zusammen, ich bin Yvonne Bedkober und ich bin Geschäftsführerin bei einem Technologiekonzern namens Amazon Web Services. Ich freue mich sehr, am diesjährigen Tag der Ingenieure teilzunehmen. Wie Sie an der Hemdsfarbe erkennen können, bin ich selbst eine Ingenieurin. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Aber zunächst einmal will ich etwas über den Ingenieurberuf erzählen und warum er so essentiell ist für uns in der Schweiz, aber auch global. Der Begriff Engineering wird manchmal vor allem im Englischen locker definiert als die Herstellung oder Montage von Maschinen. Das Wort Ingenieur selbst stammt aber aus dem Lateinischen ingenerare und das bedeutet kreieren. Das frühe englische Verb Engineer bedeutet erfinden. Der Ingenieurberuf ist also in erster Linie ein kreativer Beruf. Es geht darum, kreative Lösungen zu komplexen Problemen zu finden. Nun, natürlich ist der Weg der Lösungsfindung an gewissen Standards, Prozessen und Regeln gebunden. Aber es geht primär darum, das zu erfinden, das vorher nicht da war. Und daher der kreative Beruf. Laut Enzyklopädie Britannica war der erste namentlich bekannte Ingenieur actually ein Afrikaner, falls Sie es nicht wussten. Sein Name war Imhotep. Er war der Erbauer der Stufenpyramide in Saqqara um etwa 2550 vor Christus. Seitdem hat sich aber der Ingenieurberuf stark vervielfältigt. Das Bauingenieurwesen zum Beispiel entstand als eigene Disziplin im 18. Jahrhundert, als die ersten Fachgesellschaften und Ingenieurschulen gegründet wurden. England und Schottland wiederum waren die Geburtsstätte des Maschinenbaus. Als Ableitung der Erfindung des schottischen Ingenieurs James Watt und der Textilmaschinenbauer der industriellen Revolution. Das wachsende Wissen über Elektrizität führte zur Entwicklung der Elektrotechnik und Elektronik. Und das Chemieingenieurwesen entwickelte sich aus der im 18. Jahrhundert einsetzenden Verbreitung industrieller Prozesse. Es hat sich also viel getan. Ohne uns, ohne Ingenieure, gäbe es keine Covid-Impfung. Auch keine der vielen Hilfsmittel, die unseren digitalen Alltag erst möglich machen, ohne die wir gar nicht mehr leben könnten. Computer, Handy, Bluetooth-Technologie. Aber es ist noch sehr viel mehr zu tun. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn große Herausforderungen brauchen nach wie vor Erfindungsgeist und Methodenkompetenz junger Ingenieure und Ingenieurinnen. Die Schweiz hat die UNO 2030-Agenda verabschiedet, die nachhaltige Entwicklungsziele für die Menschheit definiert. Diese reichen vom Abschaffen extremer Armut bis hin zu nachhaltigen Städte und guter Gesundheit. Die meisten dieser Ziele kann man nur durch gezielte Umwandlung der Ressourcen der Natur zum Nutzen der Menschheit erreichen. Und genau das macht das Ingenieurwesen. Und deswegen braucht es Ingenieure und Ingenieurinnen. Nun, ich schulde Ihnen noch die Antwort auf die Frage, warum ich Ingenieurin geworden bin. Und da gibt es zwei Gründe. Das Fernsehen und mein Ego. Ich fange mal beim Fernsehen an. Ich wuchs in Kamerun auf und zu meiner Zeit hatten nur reiche Menschen einen Fernseher. Und meine Familie gehörte nicht dazu, wir hatten also keins. Und wenn wir dieses magische Ding Fernsehen genießen wollten, mussten wir uns am Wochenende schön kleiden und sind dann eine Stunde hin und eine Stunde zurückgelaufen zu einem reichen Onkel. Ich habe kein Bild davon, wie es damals aussah, aber es ist ein bisschen ähnlich wie jetzt auf dem Slide hier. Nur, dass der Kasten schwarz-weiß war. Für die Jüngeren unter Ihnen klingt es ein bisschen bizarr, dass es damals Fernsehgeräte gab ohne Internetverbindung, die keine Farben anzeigten und die Menschen fanden es trotzdem toll. Ich war zumindest fasziniert von diesem Medium. Ich wollte unbedingt wissen, wie das funktioniert. Also das war meine erste Begegnung mit Technologie. Der zweite Grund, den ich genannt habe, war Ego. Und zwar bekam ich nach dem Abi die Chance, nach Deutschland zu gehen und durfte mich dann entscheiden, was ich studieren will. Und ich wählte die Fachrichtung mit den wenigsten Frauen an der Uni, weil ich dachte, okay, damit kann ich beweisen, dass ich besser bin als die anderen. Ich habe mich also für Elektrotechnik entschieden,
Damals waren wir 4 Frauen, mehrere hundert Männern. Und ich habe mich danach auf Nachrichtentechnik spezialisiert. Also schlechter Grund, aber richtige Entscheidung. Und dieser schlechte Grund bringt mich auf das Thema Frauen in Ingenieurberufe. Ich kann nur jedem Mädchen sagen, das davon träumt, die Welt zu verbessern, dass Wissenschaft und Technologie hervorragende Wege sind, einen Beitrag zu leisten. Im April wird eine neue Studie der UNESCO veröffentlicht. Und in dieser Studie geht es um Gender Diversity in Ingenieurberufen, also auch Frauenanteil. Und darin liest man, dass 48,5% der Absolventen in Ingenieurwesen Frauen sind. Allerdings in Algerien. In der Schweiz sind es 16,1 laut dieser Studie. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Frauen in den sogenannten MINT-Fächern weniger fähig sind. Aber es gibt Hinweise darauf, laut Studien, dass Frauen sich weniger fähig fühlen, zum Teil wegen Stereotypen. Ich kann Ihnen also nur sagen, sprechen Sie mit anderen Mädchen und anderen Frauen, die diesen Weg gewählt haben. Sucht euch Vorbilder und Gleichgesinnten. Es gibt kein typisches Bild eines Ingenieurs, ich bin keins. Für alle Anwärter auf diesen Beruf kann ich sagen, er verändert sich sehr stark. Zum einen müssen Ingenieure und Ingenieurinnen auch mehr fachfremde Kompetenzen sich aneignen. Projektmanagement, Verhandlungsführung, Ethik, sehr wichtig bei der Verantwortung und auch Vertriebstätigkeit. Aber auch das Ingenieurwesen beeinflusst immer mehr andere Disziplinen. Medizin zum Beispiel oder Biologie wird sehr stark von Ingenieurwesen beeinflusst. Und es bleibt spannend. In meinem Job bei Amazon Web Services entwickeln wir Cloud-Lösungen. Das sind digitale Werkzeuge und IT-Ressourcen, die in höchster Skalierbarkeit über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Diese helfen dann andere Ingenieure und Techniker dabei, deutlich schneller und kostengünstiger Lösungen zu kleinen und großen Problemen zu finden. Wir sind damit so ein bisschen an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen von Software Engineering, Hardware Engineering, Prozessdesign und so weiter und so fort. Und das macht meinen Job so spannend, weil ich eigentlich jeden Tag dazu lerne. Wir haben zum Beispiel mit einem Partner Hexagon die Lösung HDR entwickelt. HDR stellt genaue, realitätsgetreue digitale Darstellungen von Städten, Gebäuden, Strukturen oder Landschaften. Dafür werden Realitätserfassungen aus der Luft, aus dem Boden oder von mobilen Sensoren erfasst und daraus werden präzise digitale Zwillinge von realen Orten, Gebäuden und so weiter erstellt. Das erleichtert zum Beispiel eine nachhaltige Städteplanung. Ein anderes spannendes Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit einer Firma namens DataProfet. Was DataProfet macht, ist, sie entwickeln künstliche Intelligenzlösungen für die produzierende Industrie. Sie helfen also dabei, Produkthersteller optimale Produktionsparameter zu definieren. Und so verhindert man, dass fehlerhafte Teile überhaupt hergestellt werden und dadurch sinkt dann die Ausschussrate nahezu auf 0. Und das ist wichtig natürlich für die Nachhaltigkeit, weil weniger Müll produziert wird und weniger weggeworfen wird. Nun habe ich Sie aber genug aufgehalten. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Die Welt verändert sich auf multiplen Ebenen. Und all diese Ebenen betreffen die Schweiz. Ob es Klimawandel ist, globale Wettbewerbsfähigkeit, Urbanisierung, Alterung der Gesellschaft. Neue Lösungen müssen her. Die Geschwindigkeit technischer Innovation durch die Digitalisierung, aber auch die Verfügbarkeit, die breite Verfügbarkeit von Wissen über das Internet zum Beispiel, sind beste Voraussetzungen, um nachhaltige Lösungen zu diesen Herausforderungen zu finden. Es heißt, es werden in den kommenden Jahren bis zu 50.000 Ingenieure und Ingenieurinnen in der Schweiz fehlen. Deswegen hoffe ich, dass wir noch viele Tage der Ingenieure wie diesen haben, weil diese Tage helfen, hoffentlich junge Menschen für diesen tollen Beruf zu begeistern. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke Ihnen fürs Mitmachen an diesem Ingenieurtag 2021. Vielen Dank.